Strom wird an vielen Orten produziert, zum Beispiel hier, hier, hier und hier. Von dort gelangt er über das Stromnetz genau dahin, wo du ihn gerade brauchst. Damit dies rund um die Uhr reibungslos funktioniert, braucht es ein leistungsfähiges und modernes Übertragungsnetz. Heute mehr denn je. Die erneuerbare Stromproduktion wächst rasant und das Netz muss mithalten können. Um den zuverlässigen Transport auch in Zukunft zu sichern, schickt der Bundesrat die Gesetzesvorlage Netzexpress ins Parlament. Ein zentraler Bestandteil davon ist der Freileitungsgrundsatz. Warum ist der Freileitungsgrundsatz im Netzexpress so wichtig für unsere Energiezukunft? Das Problem heute: Swissgrid muss für jedes Netzprojekt sowohl Erdkabel als auch Freileitungskorridore planen. Das heißt, grundsätzlich sind die Freileitungen den Erdkabeln gleichgestellt. Das macht bei vielen Höchstspannungsleitungen keinen Sinn. Denn dazu muss man wissen: Erdkabel haben eine Lebensdauer von 40 Jahren, während sie bei Freileitungen 80 Jahre beträgt. Die Reparatur von Erdkabeln dauert mehrere Monate, während Freileitungen bei Störungen innerhalb von Minuten bis Stunden wieder verfügbar sind. Ein zu hoher Anteil an Erdkabeln führt zu technischen Problemen im Betrieb des Netzes. Erdkabel sind 2- bis 10-mal teurer als Freileitungen. Diese höheren Kosten müssen die Schweizer Stromverbraucherinnen und Stromverbraucher tragen. Die Netzexpress-Vorlage legt darum den Freileitungsgrundsatz fest. Für das Übertragungsnetz ab 220.000 Volt Höchstspannung sind Freileitungen der Standard. Erdkabel, wo sinnvoll, die Ausnahme. Verkabelungen sollen nur noch dann geprüft werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn eine Leitungstrasse durch eine Moorlandschaft von nationaler Bedeutung führt. Die Netzexpress-Vorlage setzt auf Freileitungen, um den schnellen und kosteneffizienten Ausbau des Stromnetzes voranzutreiben. Die Grundlage für eine erfolgreiche Energiewende.